Heute zwei Frikandel Speziale. Mehr nach dem Intro. Ja, wir haben zwei wunderschöne 350Z aus unserem Nachbarland und wir sollen die Software machen für diese Fahrzeuge. Die kamen schon umgebaut zu uns. Es sind zwei eigentlich komplett unterschiedliche Systeme, Kompressorsysteme in diesem Fall, die wir euch vorstellen möchten. Es wird ein Dreiteiler werden. In diesem Video zeigen wir euch ganz grob die Fahrzeuge und sagen kurz, was verbaut ist. Und in den nächsten Videos wird es dann ein Video speziell für den roten geben mit 100-200 Seiten Leistungsprüfstand und dann nochmal ein Video für den schwarzen, ebenfalls mit 100-200 Seiten und Leistungsprüfstand. Wir fangen jetzt aber erstmal beim roten an. So, was haben wir denn hier? Relativ selten ein HKS-Kompressorsystem in einem VQ35 oder an einem VQ35DE 280 PS 350Z. Und ja, das ist so wie es aussieht, das relativ serienmäßige HKS-System. Hier ist nichts großartig noch verändert. Was gemacht worden ist, ich muss mal eben schauen. Nein. Fächerkrümmer sind noch Serie. Ich weiß, dass Testpipes drin sind und eine Nvidia Gemini. Bodykit ist noch gemacht, Fahrwerk, Felgen ist noch gemacht. Aber ansonsten relativ rudimentär. Ich sehe jetzt hier noch einen Mishimoto Kühler. Ladeluftkühler ist vorne drin. Der Kompressor selber ist ein Rotrex-basierendes System mit Planetengetriebe. Ich denke mal, wir werden irgendwas um 0,5, 0,6 bar erzielen. Wie viel es genau ist, können wir leider erst auf dem Leistungsprüfstand sehen, weil wir haben keine Ladedruckanzeige verbaut. Also dann müssen wir halt Ladedruck von der Ansaugbrücke abnehmen auf den Prüfstand und dann können wir es halt mit aufzeichnen. Ansonsten ist es jetzt erstmal ins Blaue geraten. Wir hatten im Vorfeld schon ein Problem, dass der Riemen, den wir jetzt hier sehen, zu lang war und durchgerutscht ist und somit konnte der Kompressor keinen Ladedruck aufbauen. Das haben wir schon bei der Anfangsabstimmung festgestellt. Das wurde schon behoben. Das ist ein kürzerer Riemen drauf, der ein bisschen besser gespannt ist. Und wir werden jetzt die Abstimmung finalisieren und dann später halt auf den Prüfstand mit dem Fahrzeug gehen. Der Motor ist wie gesagt Serie und aufgrund dessen setzen wir das Target von der Leistung irgendwo bei 390, maximal 400 PS an. Das ist so Kundenwunsch auf jeden Fall. Ja, ich bin halt kein Freund eigentlich davon, einen Kompressor auf Serienmotor zu setzen, weil die Pleuel eigentlich relativ schwach ausgelegt sind beim VQ35DE. Aber wir versuchen es einfach mal, das möglichst safe abzustimmen und ja, dann gucken wir mal. Wir hören uns das Auto und den Kompressor jetzt erstmal genau an, damit ihr mal einen Eindruck davon habt, wie so ein HKS-Kompressor klingt. Bei dem 350Z 301 PS Modell geht es schon ein bisschen mehr ans Eingemachte. Ein großer Vortech-Kompressor drin mit Impeller-Upgrade, eine 2,7er Riemenscheibe und Motor komplett aufgebaut. Ja, das heißt also 8,8:1 verdichtet. Wir haben auch Resonated Testpipes, wir haben eine Tomei Full Titan Dual Anlage drin. Einen großen Mishimoto, seht ihr vielleicht, Ladeluftkühler drin, Mishimoto Kühler, eine Kinetix Ansaugbrücke und Wassermethanol-Einspritzung, hier ist alles drin. Also das Ding ist wirklich von oben bis unten halt komplett fertig gemacht. Aufgrund der niedrigen Verdichtung müssen wir tatsächlich mal schauen, was es leistungstechnisch gibt. Ich bin selber auch gespannt. Wir werden wahrscheinlich mit diesem Kompressor und der Riemenscheibe entsprechend irgendwas über 1 bar auf jeden Fall liegen.
Und da bin ich halt auch schon mal gespannt, wo das leistungstechnisch hingeht. Wie gesagt, ist ein VQ35.de auch, allerdings als Rev-Up, also als 301 PS Variante. Seht ihr hier an der Nockenwellenverstellung auch. Und ja, wir haben zum Glück bei dem Fahrzeug alle möglichen Anzeigen mit integriert, also Ladedruck etc. pp. Das heißt, wir können es bei der Abstimmung halt auch schon ablesen, wie viel Ladedruck tatsächlich anliegen wird. Ja, auch den hören wir uns gleich mal an. Benzinsystem ist natürlich auch geupgradet, große Pumpe, große Düsen etc. pp. Alles dran. Also ihr habt die Autos gerade gehört, Startverhalten ist super. Das habe ich alles schon eingestellt. Es liegt aber auch immer so ein bisschen an den Einspritzdüsen. Die Jungs denken immer, riesengroße Einspritzdüsen bringen Leistung. Irrtum. Ja, also man sollte halt immer versuchen, die Auslastung und der Maximallast der Einspritzdüse irgendwo bei 90% liegen zu lassen. Und wenn man die halt zu groß dimensioniert, dann ist man dann irgendwo bei 50% oder 55% oder noch weiter drunter. Und da leidet natürlich das Startverhalten drunter. Ihr habt gerade gehört, starten beide sauber. Der ist hier ein bisschen batterieschwach, aber das ist nicht ganz so schlimm. Aber ihr habt es klanglich gehört. Ja, hier ist wie gesagt Nvidia Gemini mit Testpipes und der hier, also das hier Kindergeburtstag. Ja. Wenn der in Goch hier auf der 57 die Grenze überschreitet, dann hören wir den hier in Rheinberg wahrscheinlich schon. So heftig ist das. Das waren jetzt gerade mal so 3000 Umdrehungen, die ich gedreht habe. Also mal schauen, wie der unter Last ist und ob der Prüfstand nicht auseinanderfällt, wenn wir dann später mal drauf gehen. Ja, in den nächsten Wochen werden dann natürlich die Einzelvideos zu den Fahrzeugen kommen und von daher bleibt dran, seid gespannt, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Video, euer Tino. Ciao. The sun goes down.